Guten Tag, heute wollen wir uns anschauen, wie man im Revit georeferenzierte Punktwolken korrekt einfügt. Das ist etwas schwieriger als bei DWG-Dateien und IFC-Dateien, aber durchaus möglich. Es erfolgt in 4 einfachen Schritten. Als erstes kopiert man die Koordinate des Ursprungs aus der Recap-Datei, dazu muss man also ins Recap gehen, in eine Textdatei. Als nächstes geht man ins Revit und setzt dort den Ursprung des Vermessungskoordinatensystems, eben genau mit dieser Koordinate. Dann kann man die Punktwolke einfügen. Man benutzt dazu die Methode Shared Coordinates. Anschließend sollte man die Punktwolke nicht mehr verschieben. Um nun das Projektkoordinatensystem noch zu drehen, so dass die X- und Y-Achse den Gebäudeachsen folgen, wählen wir die Option Rotate Project North. Das möchte ich gerne mal vorführen. Wechsle also als erstes ins Recap. Das ist eine Punktwolke, wie ich sie vielleicht vom Vermesser bekommen habe, als E57-Datei und sie hat große Koordinaten. Den Ursprung dieser Punktwolke bekomme ich hier heraus. Diese Koordinaten x, y, z kopiere ich mir in eine Textdatei. Und dann wechsle ich ins Revit. Im Revit schaue ich mir den Lageplan an. Meistens sehe ich dort bereits die Symbole für das Projektkoordinatensystem und für das Vermessungskoordinatensystem. Ich zeichne mir hier auch einmal das interne Koordinatensystem ein. Dazu wähle ich hier Site und schalte den internen Ursprung hinzu. Der Projektbasispunkt ist bereits angeschaltet und der Survey-Punkt ist auch angeschaltet. Das kann ich in allen Ansichten mir anzeigen lassen, wenn ich möchte. So, und in der Nähe dieses Ursprungs des internen Koordinatensystems muss ich modellieren, muss ich die Punktwolke hinbringen. Das ist mein Ziel. Dazu verändere ich das Vermessungskoordinatensystem. Dieses Koordinatensystem bringe ich an den Ursprung 000 der Punktwolke. Dazu gehe ich hier auf Coordinates, Specify Coordinates at Point und klicke jetzt hier auf das Symbol. Wichtig ist, dass hier jetzt 00 steht, weil 00 soll verschoben werden auf die Koordinate, die ich mir zuvor in einer Textdatei gespeichert habe. Nord-Süd ist die Y-Achse. East-West die X-Achse. Und die Höhe ist Z. Wegen der Meterumrechnung multipliziere ich hier mit 1000. Lösche also hier das Komma raus. Und das Dreieck hier ist verschwunden. Ich doppelklicke, zoome Grenzen und sehe, dass das Vermessungssymbol jetzt sehr weit entfernt liegt. Halt. Ich klicke hier auf die Büroklammer, um den Ursprung nicht mehr zu verändern. Jetzt kann ich das Symbol verschieben, ohne dass der Ursprung noch verändert wird. Und ich schiebe mir das Symbol, nicht den Ursprung wirklich, hier wieder zurück.
Jetzt liegt er hier. Können wir später woanders platzieren. Als nächstes kann ich die Punktwolke laden. Wichtig ist hier bei Shared Coordinates zu wählen. Das sind die Vermessungskoordinaten. Die Warnung kann ich ignorieren, weil ich alles korrekt eingestellt habe. Die Punktwolke wird in der Nähe meines Ursprungs erscheinen. Da ich sie nicht mehr verschieben will, werde ich sie jetzt fixieren und dort für immer lassen. In der Seitenansicht kann ich den Höhenbezug verändern. Etwa so. Vielleicht auch gleich die Höhe meines Projektkoordinatensystems auf den Grund der Punktwolke stellen. Mal wieder in die Draufsicht. Nun möchte ich, dass mein Projektkoordinatensystem an den Hauptachsen des Gebäudes ausgerichtet wird. Wir sehen, aktuell ist es nach dem geografischen Norden ausgerichtet, das ist ja ganz normal, aber ich möchte entlang dieser Achse hier konstruieren können und deshalb muss ich den Projektnorden drehen. Dazu zeichne ich etwas ein, zum Beispiel eine Linie oder auch gleich eine ganze Wand. Hierbei sollte ich sehr vorsichtig arbeiten, denn diese Wand, diese Linie entscheidet über die Ausrichtung meines Koordinatensystems. Nun gehe ich wieder auf Manage und auf Position und rotiere den Projektnorden. Ich wähle die letzte Option, da ich mich genau an dieser Wand ausrichten will. Nun hat man gesehen, dass das Koordinatensystem gedreht wird. Nicht das Vermessungskoordinatensystem, aber das Projektkoordinatensystem. Wenn wir hier nochmal schauen, dann sehen wir jetzt, dass das Projektkoordinatensystem exakt mit den Gebäudeachsen übereinstimmt. Das Vermessungskoordinatensystem aber nach wie vor nach dem geografischen Norden ausgerichtet ist. In der Regel werde ich nun dieses Symbol an eine Stelle schieben, wo ich eine georeferenzierte Koordinate kenne, auf einen Grenzstein oder ähnliches und den Ursprung des Projektkoordinatensystems auf eine Stelle setzen, die mein Projektkoordinatensystem eben gut beschreibt. Schauen wir es uns nochmal in 3D an. Hier ist die Wand gelandet, hier ist der Ursprung und ich kann weiter modellieren und Punkte entweder nach Vermessungskoordinaten oder nach Projektkoordinaten beschriften. Vielen Dank.